Das Scalable Capital und das Trade Republic Depot ähneln sich auf den ersten Blick stark. Wenn man aber genauer hinschaut, gibt es entscheidende Unterschiede. Welche das sind und welche Vor- und Nachteile die beiden Depots mitbringen, zeige ich dir in diesem Video. Und am Ende des Videos sage ich dir, ob das Scalable Capital oder das Trade Republic Depot das bessere für dich ist. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Links zu beiden Anbietern findest du, wie immer, unter dem Video. Scalable Capital und Trade Republic im Vergleich. Depotgebühren. Beim Scalable Capital Depot hast du die Wahl aus zwei Tarifen. Erstens Free. Wie der Name schon sagt, gibt es hier keine feste Gebühr. Das Depot und das Verrechnungskonto werden kostenlos geführt. Zweitens Prime Plus. Im Prime Plus Broker Tarif zahlst du monatlich 4,99 € und erhältst dafür eine Trading Flatrate für alle Trades ab einem Ordervolumen von 250 € je Order. Außerdem kannst du beliebig viele Preisalarme einstellen. Im Free-Tarif sind es nur 3. Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen dem Free-Tarif und dem Prime Plus-Tarif. Welche das sind, erfährst du während des Videos. Bei den Sparplänen unterscheiden sie sich nicht. Bei Trade Republic zahlst du grundsätzlich keine Depot- oder Kontoführungsgebühren. Das Depot ist bedingungslos kostenlos. Guthabenzinsen. Bei Scalable Capital erhältst du für Guthaben auf dem Verrechnungskonto 2% Zinsen per annum. Im Free-Tarif gilt der Zins für Guthaben bis 50.000 € und im Prime Plus-Tarif für Guthaben bis 500.000 €. Die Zinsen stammen von Partnerbanken und Geldmarktfonds. Einlagen bei Partnerbanken unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung. Für die Einlagen in Geldmarktfonds gilt das nicht. Bei Trade Republic erhältst du aktuell ebenfalls 2% per annum. Hier gibt es keine Obergrenze. Wie auch bei Scalable Capital wird ein Teil in Geldmarktfonds angelegt. Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto bei Scalable Capital ist ein reines Verrechnungskonto mit Zinsen. Du kannst es nicht wie ein Girokonto für den Zahlungsverkehr nutzen. Trade Republic bietet dir ein vollwertiges Girokonto als Verrechnungskonto. Auch hier bekommst du die Zinsen, aber du kannst das Konto für Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften nutzen. Du bekommst außerdem eine virtuelle Visa-Debitkarte, die du weltweit kostenlos einsetzen kannst. Es werden keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Wenn du eine physische Karte bevorzugst, kannst du die für eine Einmalgebühr von 5 € bestellen. Auf Wunsch ist auch eine verspiegelte Karte erhältlich. Für sie werden einmalig 50 € berechnet. Für Zahlungen mit der Karte, egal ob virtuell, Kunststoff oder Spiegelkarte, erhältst du 1% Safeback in einen ETF-Sparplan deiner Wahl. Voraussetzung ist lediglich, dass du einen Sparplan von mindestens 50 € im Monat besparst. Der maximale Safeback, den du erreichen kannst, ist 15 € im Monat. Welche Wertpapiere können gehandelt werden? Mit dem Scalable Capital Depot sind Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikate und Optionsscheine handelbar. Wenn du in Kryptowährungen investieren möchtest, stehen dir hier die Krypto-ETPs von CoinShares auf Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polkadot, Tezos, Ripple und noch weitere mehr zur Auswahl. Mit dem Trade Republic Depot ist der Handel mit Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Zertifikaten und Optionsscheinen möglich. Investments in Kryptowährungen sind hier direkt, also ohne ETPs möglich. Hier sind mehr als 50 verschiedene Währungen erhältlich. Unter anderem Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether von Ethereum, EOS, Chainlink, Stellar, Uniswap, Litecoin und Ripple. Für den Handel von Optionsscheinen und anderen Derivaten hast du bei Scalable Capital über den Handelsplatz Getex die Wahl aus Produkten von BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC und UniCredit. Bei Trade Republic ist der Handel mit Derivaten von Société Générale, UBS, Vontobel und HSBC möglich. Beide Anbieter bieten dir außerdem ein sehr großes Angebot an Aktien- und ETF-Sparplänen. Mehr dazu erfährst du gleich. Die Handelsplätze. Bei Scalable Capital hast du die Wahl aus 3 Börsenplätzen, die European Investor Exchange, kurz EIX, Getex und Xetra. Mit Trade Republic ist nur der Handel über L&S Exchange, dem elektronischen Handelsplatz der Börse Hamburg, möglich. Weitere Börsen stehen dir nicht zur Auswahl. Mit diesen Handelsplätzen kannst du den größten Teil an deutschen und internationalen Aktien handeln. Gebühren und Kosten. Bei Scalable Capital sind alle angebotenen Aktien- und ETF-Sparpläne ohne Gebühren besparbar. Dabei ist es egal, ob du den kostenlosen Free-Tarif oder den Prime Plus-Tarif nutzt. Bei Trade Republic sind ebenfalls alle Aktien- und ETF-Sparpläne gebührenfrei besparbar. Einen Unterschied zwischen den beiden Brokern gibt es bei der Anzahl der kostenlos besparbaren Sparpläne. Wie viele das jeweils sind, zeige ich dir gleich. Die Gebühren für den Handel mit Aktien, ETFs und Derivaten sind bei Scalable Capital davon abhängig, ob du den Free- oder den Prime Plus-Tarif gewählt hast. Im Free-Tarif sind alle Käufe von ETFs der Anbieter Amundi, iShares bei BlackRock und DWS Xtrackers gebührenfrei, wenn du sie über die European Investor Exchange oder Getex kaufst.
Beim Handel mit anderen ETFs und Aktien, Fonds sowie Derivaten wird eine Gebühr in Höhe von 99 Cent je Order berechnet. Wenn du statt an der Getex oder der European Investor Exchange bei Xetra handelst, werden für Trades Gebühren in Höhe von 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 € berechnet. Entscheidest du dich für den Prime Plus Tarif für 4,99 € im Monat, kannst du alle ETFs, Aktien, Fonds und Derivate ab einer Mindestorder von 250 € kostenlos statt für 99 Cent über die EEX oder Getex handeln. Du bekommst mit der Grundgebühr also eine Trading Flatrate. Beim Handel an der Xetra werden die gleichen Gebühren wie im Free Broker Tarif berechnet, also 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 €. Bei Trade Republic werden pauschal 1 € für den Handel mit Aktien, ETFs, Derivaten und Kryptowährungen berechnet. Eine Mindestorderhöhe gibt es dabei nicht. Die Sparpläne im Vergleich. ETF-Sparpläne. Scalable Capital bietet mittlerweile mehr als 2700 ETF-Sparpläne, die alle kostenlos besparbar sind. Die Mindestsparrate für Sparpläne beträgt nur 1 €. So kannst du auch mit einem geringen monatlichen Budget sehr breit streuen. Bei Scalable Capital ist eine monatliche, zweimonatliche oder vierteljährliche Ausführung möglich. Trade Republic bietet aktuell ca. 2600 kostenlose ETF-Sparpläne. Das Angebot ist zwar etwas kleiner als das von Scalable Capital, gehört aber trotzdem zu den umfangreichsten in Deutschland. Auch hier ist eine Mindestsparrate von 1 € je Sparplan ausreichend. Bei Trade Republic ist eine monatliche, zweimonatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Ausführung möglich. Aktiensparpläne. Scalable Capital bietet für rund 3000 Aktien einen Sparplan an. Auch hier werden keine Ordergebühren berechnet. Bei Trade Republic kannst du 2700 Aktien ebenfalls kostenlos im Sparplan besparen. Bei beiden Brokern kannst du auch Bruchstücke ordern, wenn Aktien teurer sind als deine Sparplanrate. Kryptosparpläne. Bei beiden Brokern kannst du mit einem Sparplan in Kryptowährungen investieren, allerdings auf unterschiedliche Weise. Bei Scalable Capital erfolgt das Investment nicht direkt, sondern über ETPs von CoinShares. Darüber kannst du in 18 verschiedene Kryptowährungen investieren, unter anderem in Algorand, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum, Ripple und Litecoin. Bei den meisten werden die Coins physisch hinterlegt. ETPs funktionieren wie ETFs. Die Kryptowährungen werden also hinterlegt und in diesem Fall in Cold Wallets vom Herausgeber verwahrt. Bei Trade Republic besparst du die gewählte Kryptowährung direkt und nicht über einen ETP. Aktuell werden wie beim Handel mehr als 50 Kryptowährungen unterstützt, unter anderem Algorand, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ether von Ethereum, EOS, Chainlink, Stellar, Uniswap, Litecoin, Ripple und noch viele mehr. Je Sparplanausführung wird hier eine Gebühr von 1 € berechnet. Zugriff auf dein Depot. Sowohl das Scalable Capital als auch das Trade Republic Depot können bequem per App und auch im Browser geführt werden. Scalable Capital oder Trade Republic? Welches Depot ist besser? Beide Broker bieten attraktive Konditionen und ein umfangreiches, kostenlos besparbares Sparplanangebot. Das Scalable Capital Depot ist die richtige Wahl für dich, wenn du oft Wertpapiere kaufst und verkaufst. Dann hast du mit der Trading Flatrate für nur 4,99 € im Monat ein sehr günstiges Angebot. Außerdem kannst du hier, sollte eine Aktie nicht bei Getex oder EEX handelbar sein, gegen eine günstige Gebühr auch bei Xetra handeln. Mittlerweile erhältst du auch hier eine attraktive Verzinsung für dein Guthaben auf dem Verrechnungskonto und das ohne eine begrenzte Laufzeit. Wie hoch die Zinsen sind, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link unter dem Video. Bist du Gelegenheitstrader und legst Wert auf eine sehr gute Bezahlkarte ohne Auslandseinsatzgebühren und mit Safeback? Dann ist Trade Republic eine gute Wahl. Der Handel mit Wertpapieren ist mit 99 Cent sehr günstig und du erhältst auch hier eine attraktive Verzinsung. Interessant ist bei Trade Republic, dass du hier in echte Kryptowährungen investieren kannst. Auch den Link zum Trade Republic Depot findest du unter dem Video. Hast du noch Fragen zu Scalable Capital oder Trade Republic? Dann schreib mir in den Kommentaren. Schreib mir dort auch gern, wenn du einen Videowunsch hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Like da. Ich würde mich sehr freuen. Auch über jeden neuen Abonnenten freue ich mich sehr. Wenn du also kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.